nicht die Maßnahmen erneut auflisten, sondern darauf hinweisen, dass wir es im Wesentlichen mit 4 entscheidenden Aktivitäten zu tun haben. Und der letzte Welle hat recht. Am Anfang steht außerhalb dieses Paketes auch das Thema von Bilanzierungsregelungen, die nicht prozyklisch wirken und die die Unternehmen in der derzeitigen Situation nicht noch weiter unter Wasser ziehen als bisher. Wir sind mit Blick auf dieses Thema, das erstreckt sich auf den Aspekt der Bewertungsmethoden und es erstreckt sich darauf, dass man zu einer größeren Flexibilisierung der Bilanzierung zwischen den Banken und den Handelsschulden kommen muss, auf einem sehr guten Weg. Und ich glaube, wir werden Ende dieser Woche konstatieren können, dass auch in internationaler Abstimmung die deutschen Kreditinstitute und darüber hinaus übrigens auch einige Das war 1.9.08.
Das war 10.08.08. Ich habe heute die I4 an ihrem E Plus Mailboxen aufgeklärt, wenn einer 2000, wenn einer Vertragsangebot bekommt, 2000 Lateinvokabeln zu lernen und 200 Physikformeln auswendig zu lernen, dann bekommt er einen Doktortitel. Und wenn andererseits einer einen Bausparvertrag abschließt und 10 Jahre in die Arbeit geht, also genauso lang, dann bekommt er Eigenheim. Scheiß es bloß, wenn einen so ein Scheiße wie der Sabel dann wieder rausschmeißt. Dann noch ein Anruf bei E Plus beim Handy um 11:30 am Mittwoch spielt die ARD ein Liebe, die durch die Traube geht.
Dann präsentieren sie wieder ihren Alkoholvorrat, öffentlich-rechtlich. Ich sage, das hat mit öffentlich-rechtlich nichts mehr zu tun, das ist öffentlich-unrechtlich. Das sind Kriminelle, das war die Bank durch. Wie gesagt, ich war selber bei der ARD schon drin, mehrmals. Sie haben natürlich furchtbare Angst vor einem Bombenanschlag, furchtbare. Ja, also steht da ausdrücklich in der amerikanischen Verfassung, dass man nicht die halbe Welt in die Luft sprengen darf, bloß um sich ein- oder zweimal fortzupflanzen, wie Sabe. Ja, heute in der Staatsbibliothek hat wieder einer da auch sehr guten Abend gesagt. Das ist der Höhepunkt seines Lebens, wenn er einen ärgern kann, ohne strafrechtlich belangt zu werden. Das ist der Abschaum der Menschheit. Ja, Amerika hat ja den deutschen Film wieder aufgebaut mit der Maria Schell und mit der Lillian Harvey. Allerdings mit dem Resultat, dass im jetzigen Film bei der Meinhof-Komplex seine Wohnung im 3. Stock in die Luft gesprengt wird. Dann gehen wir doch lieber den Film rüberkneißen. Ja, soeben in der Praxis Zimmermann angerufen. Die Frau Doktor ist nicht einig, eine Sekunde zu sprechen. Das ist ganz schlecht.
Ach, Herr Dauer. Dauer. Da dauern die Füße. Da dauern die Füße. Dauer drauf. Dauer drauf.
Sinne des Christentums ist ein Raubmord ein Eifersuchtsmord. Anruf bei 76780. Meine Mutter behauptet, ich würde verbreiten. Ich werde Chef von Al-Qaida und Bin Laden nur mein Stellvertreter. Mich wundert ja, dass Krankenschwestern sich so mit der Schizophrenen abgeben. Ist das ihre Lebensaufgabe? Heute 30.09.08 Anruf um 16:30 Uhr bei 59 1808. Ihr sagt ausnahmsweise mal, ja, ich höre Ihnen zu. Dann jetzt ja, Dr. sagte, wie gesagt, ich versuchte zu sagen, dass abgesehen von der Beleidigung, die ich gestern aussprach, mir schon wieder eine neue Beleidigung eingefallen ist. Leider fällt mir diese Beleidigung jetzt gerade nicht ein. Ja, ich wollte auf jeden Fall anknüpfen an das Gespräch mit meiner Mutter vorher. Und also wie gesagt, ich sagte erst einmal, wie gesagt, ich kann ohne meine Mutter nicht mehr leben und liebe Antona, falls Sie oder Frau Müller einen Liebesbrief von ihr bekommen, dann ist der sicher gebunden. Das Gespräch vorher war halt familiär sozusagen, auch wieder über familiäre Sachen, und zwar über Maximilian Schell, den ich vor x Jahren vielleicht leicht beleidigt habe, schriftlich. Wie gesagt, schriftlich beleidigt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, eine Bemerkung im Internet, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das sein hätte sollen. Maximilian Schell, weiß ich nicht mehr. Er hat vor ein paar Jahren ist immer wieder im Fernsehen aufgetaucht und hat ein paar philosophische Sprüche, natürlich speziell auch eine auf mich gezielte Beleidigung in der ARD verbreitet. Ich versuchte in meiner Psychologiegruppe, das ist eine Randbemerkung, seinen Namen zu erwähnen. Also wie gesagt, seinen Namen erwähnen, das Pipifax, wie gesagt, der George Bush wird ja auch irgendwie persifliert. Ich habe jetzt also ich habe man muss noch dazu sagen, dass ein Maximilian Schell, genau wie eine Romy Schneider oder ein Uwe Fischer, dass das, wie gesagt, dieselben Noten sind wie ein arbeitsloser Moritz Bleibtreu und der Badermann, der jetzt läuft. Wie gesagt, ein Moritz Bleibtreu. Wie gesagt, ein Moritz bleibt treu, das kann genauso bekannt werden. Uwe Fischer, das war das Gesprächsthema noch von den
50er Jahren als Doktor der im Film immer ein paar junge Damen vernascht. Da sagt er wohl keiner was. Allerdings, wenn irgendein Doktor eine Freundin von mir bloß deshalb vernaschen will, um meine Patente kostenlos zu bekommen, während ich in der Psychiatrie bin und mein Zimmer ausgeräumt wird, dann ist das unglaublich schlecht. Unglaublich. Ich müsste noch dazu sagen, Paul Newman ist gestern verstorben. Irgendwie bei der Wahl, ja, am Wochenende genau. Die Wahl, die der CSU ziemlich verloren hat in Bayern. Paul Newman verstorben. Ja, wieder ein Ruf in den Hof. Das Papierhändler. Schörger. Ich sagte, es ist deutlich vernehmbar, das musste ich ja hier in Penneviertel lernen, wenn im bürgerlichen Gesetzbuch gibt es 2 Paragraphen für den Begriff nicht ansprechbar. Nicht ansprechbar ist erstens körperliche Bewusstlosigkeit oder zweitens Geisteskrankheit. Definiert so quasi. So ist der Begriff definiert. Der Geisteskrankheit oder körperliche Bewusstlosigkeit. Wer gewinnt, der verliert und wer verliert, der gewinnt. Und jetzt beantwortest du meine Frage bitte. Gehst du jetzt? Gehst du? Gehst du? Я стану прилетать, гостить я буду на границе, и наши карие ресницы. Гостить я буду на границе, и на карие ресницы. Der Dämon von Anton Rubinstein, passend zum Titel des neuen Soloalbums von René Pape, Gods and Demons, auf dem der Sänger von der Staatskapelle Dresden, Dr. Sebastian Weigel,
kitchen. And all that great. Oh, oh, and your body's fine. Woo. Like a Georgia pine. Oh, yeah. But your Louisiana night oh, so. Und die Holz tun es ja auch. Wieder und morgen. Guten Morgen, ich frage, ich muss mal ganz sagen, Und Untersuchungen, das ist sehr vom Bildungsstand des Möglichen und dergleichen Faktoren abhängt, wie viel man glaubt oder nicht glaubt. Hier gibt es zum Beispiel, und das finde ich auch sehr nett, ein Wortspiel, und zwar der fantastische Pfirsichkuchen. Das ist doch lustig, ne? Die fotografieren also gerne um die Quarkspeise, hätten die ganz gerne. Da kommt viel Quark rein und Eier und Zucker und selbstverständlich auch eine Dose Pfirsiche. Dose von Lieblingsstraße. Und dann kann man dann einen wunderbaren Pfirsichkuchen draus machen. Sehr schönes Buch, sehr edel aufgemacht, auch das Ganze. Je nachdem, worauf ihr steht, wenn ihr wissen wollt, was die Sportfreunde Stiller essen, Militärlen, Gehst. Angaben angestellt für die gesamte deutsche Finanzkette. Finanzminister Steinbrück erklärte, mit Einzellösungen, wie im Fall der Viktorien-Industrie, komme man irgendwann.
Du musst mir glauben. Das Ganze war nicht mehr als ein One-Night-Stand. Noch nicht mal. Es war das Ende einer ausgelassenen Nacht. Das Ende einer ausgelassenen Nacht, verstehe. Du meine Güte, Till. Das ist mehr als 6 Jahre her. Ich habe mir überhaupt nicht... 1101. Dass wir nur eine lockere Affäre wollen. Ich hatte viel zu viel Angst vor einer festen Beziehung. Und du hast gerade erst aus den Staaten zurück. Dass es mal anders kommen würde, das konnte ich doch nicht wissen. Und du auch nicht. Ich hätte nie wieder an diesen Typen gedacht, wenn er nicht... Wenn er nicht der Vater unseres... Wenn er nicht der Vater deines Kindes wäre. Und? Nichts. Weder im Internet noch im Radio. Aber was ist, wenn Franziska recht hat? Dann hätte es doch irgendwo eine Meldung gegeben. Gibt's aber nicht. Und weißt du auch warum? Weil nichts, aber auch gar nichts passiert ist. Wir waren einfach nur drauf. Kein Wunder bei der Menge an Aschkeksen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber auf das Zeug kann ich in Zukunft echt verzichten. Frag mich mal. Am besten... Ist irgendwas? Nö. Wieso, was soll denn sein? Wir gehen an den See. Kommt ihr mit? Ich muss arbeiten. Ja, und ich gehe laufen. Okay. Okay, dann starte ich mein Aufwärmprogramm am besten mit einer Sackkarre Mehl. Danke. Kein Ding. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo, Rebecca! Hallo. Na? Hey, schön, dass du wieder da bist. Wo ist denn Rufus? Kommt sofort! Hallo, Frau Wachtmeister. Pap, kann es sein, dass dir warm ist? Du hast auf jeden Fall zuerst geduscht. Ich weiß nicht, was ihr habt. Sein Outfit ist doch super. Das Pflegeprogramm ist noch nicht ganz fertig. Klamotten fehlen noch. Aber... Gott, das glaube ich nicht. Rufus? Du hast ein Arschgeweih. Was? Meine Teile sind sowas von No-Go. Sowas trägt man im Swingerclub. Ich gehe aber nicht ins Swingerclub. Na gut zu wissen. Aber wieso hast du so ein Ding auf dem Rücken? Wir hatten gestern so ein Happening am See. Happening am See? Das klingt in meinen Ohren irgendwie beunruhigend. Nein, überhaupt nicht. Paco, Anna, Franziska und ich, wir hatten einfach einen netten Abend. Lagerfeuer, Wein, Gitarre. Arschgeweih. Habt ihr wieder gekifft? Nein, überhaupt nicht. Deswegen bin ich doch mitgefahren, um auf die aufzupassen. Man sieht's. Ich habe heute am 15. Die Mutter angerufen und ihr gesagt, ich erzähle der Michaelskirche ihre Lügengeschichten, weil sie wahrscheinlich zu feige ist zum Beichten. Ja, und dann haben wir nur gefragt, ob die Schweinebacke, das Arschloch, die Schweinebacke mit dem Loch in der Mitte, immer noch bei ihr haust. Keine Antwort. Dann haben wir einen Bericht über die Staatsbibliothek, wo seit neuestem gesagt wird, hier wird keiner ermordet. So was sagt man halt in der Bibliothek. Und der Typ sagt dann immer noch auf Wiedersehen zu mir und nicht zu den anderen. Dich behalten willst. Ich wollte dich schützen, weil ich wusste, wie verletzt du sein wirst. Das ist sehr edel von dir. Till, bitte.
was auch immer passiert sein mag. Connor liebt dich und du liebst Connor. Du bist sein Vater. Das warst du immer und das wirst du auch immer sein. Schön, dass alles so einfach für dich ist, Ute. Ja, ich höre nur am Telefon. Mein Gott, hör mir auf, Gerald. Das geht doch dich nichts an. Ich wollte wissen, sind die zwei Katzen von also quasi der Tochter zur Mutter gewandert? Das so ein bisschen. Ja, also wie gesagt, mein Gott, hör mir doch auf. Sowas muss ich tagtäglich hören. Paco, da war jemand auf der Straße. Nein. Doch, ich hab's genau gesehen, da war jemand. And that's what you've done too. Nothing more to say. No race to play. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory. That's where you're standing. Super Trooper, things are gonna blind me. Da war jemand auf der Straße, ich bin mir ganz sicher. Wir haben doch alles abgesucht, da war niemand. Ich bin das kleinste Karnickel. Du hast ihm einfach nur schlecht geräumt. Scheint das ja nicht zu interessieren, du willst lieber deine Ruhe haben. Was bist du nur für ein Egoist? Ja.
Hier heroben verbringen Agnes Risch aus Oberaudorf und Verena Dettendorfer aus Nussdorf am Inn ihren ersten Almsommer. Wir wollen beide studieren dann. Und wir haben uns früher schon öfter mal darüber unterhalten, dass das eigentlich schon mal was war. Erholsam und ein wenig romantisch haben sie sich ihren ersten Almsommer vorgestellt. Aber Urlaubsgefühl stellt sich nur stundenweise ein. So das bisschen Viecher sein und immer schönste Wetter, weil sie auch meistens da kommen. Aber wir müssen halt auch beim schlechten Wetter aussehen, auch wenn es regnet. Über 70 Tiere müssen die zwei Nachwuchssennerinnen betreuen. Das bedeutet mehrere Male am Tag den Steilhang auf- und abhetzen. Da kommen einige Kilometer zusammen. Dass der Almsommer kein Urlaub ist, das haben Agnes und Verena schnell gemerkt. Ausschlafen ist nicht drin. Ja, wir haben 2 Almgebiete zum Bewirtschaften und da herum haben wir jetzt 66 Kälmer und 3 Ochsen. Wir stehen in der Früh, je nach Blitzen, wenn es recht war, es ist um 6 Uhr schon, sonst um 7 Uhr. Dann machen wir uns halt auf den Weg, zuerst wieder die Obernviecher Zeit, halt ein bisschen geschaut und dann die Kälber ein bisschen Kraftfutter einfuhren. Dann kommt die untere Alm dran, Disteln schneiden. Zaun abgehen, dass nichts feit, dass nirgendwo ausbrochen sind, Strom prüfen. Und das ist ganz schön anstrengend an den Gärchenhängen. Aber nicht nur die Steilhänge sind für die zwei jungen Frauen ungewohnt, sondern auch das einfache Leben. Es ist alles neu. Wir haben beide nicht von einem Bauern außer. Wir müssen an einen Haushalt führen, ohne Kühlschrank, ohne Elektroherd, ohne warmes Wasser. Da geht dann schon so mancher Luxus geht dann da schon ab, wie zum Beispiel der Duschen oder wie gesagt, der Kühlschrank. Aber man wird immer besser. Und da merkt man doch plötzlich, wie schwierig das einfache Leben sein kann. Und dass auch ein einfacher Holzherd viel Erfahrung braucht. Am Anfang hat er nicht gescheit gesungen, da haben wir schon unsere Probleme gehabt. Bis da mal die gescheite Hitze da ist, das dauert schon seit Zeit. Geduld lernt man schon da herum. Das wird schon. Der sichere Umgang mit dem Holzherd ist sozusagen überlebenswichtig am Berg. Denn bei einem Wettersturz kann es auch im August einmal schneien. Überhaupt ist schlechtes Wetter auf der Alm wesentlich unbehaglicher als im Tal. Hagel haben wir auch schon gehabt. Das ist noch ein kleiner Weltuntergang auf dem Blechdach. Du meinst, es bricht alles ein über dir. Dann ist es auf 5 Meter schweißt dazu, weil sonst versteht sie nicht. Wir haben auch wieder Kerzen. Und weil sie manchmal dann doch ein mulmiges Gefühl überkommt, schaut ab und zu der Vater von der Agnes auf der Portnesalm vorbei und repariert dabei gleich das Werkzeug. Sensendengeln will nämlich auch gelernt sein. Das heißt, das ist hübsch da gekommen. Scharten hat es drin, ganze Meter. Jetzt muss ich schauen, der Spitzel wieder ein bisschen hinbringen, weil sonst schiebt schon gleich einen Dreck von mir. Und dann muss ich halt ein bisschen netzen, dann wird es schon wieder da aufeinander. Bei aller Mühsal bleibt die Frage, warum tun sich zwei junge Frauen das? Heute zeugt nur noch eine kleine Trümmerinsel von der militärischen Vergangenheit. Natürlich lassen sich diese Tauchgänge nicht mit denen im Roten Meer oder der Karibik vergleichen. Aber für Wracktaucher ist der Tallensesee ein interessantes Revier. Hunderte Möwen haben von der Trümmerinsel Besitz ergriffen und veranstalten einen ohrenbetäubenden Lärm. Unter Wasser ist davon nichts mehr zu vernehmen. Die mit Algen umschlungenen Stahlträger der alten Versuchsanlage bieten einen faszinierenden Anblick. Zwingen die Taucher aber auch zur Vorsicht. An herausragenden Metallstücken können sich Unvorsichtige leicht verletzen. Der Tallensesee verfügt auch über eine artenreiche Fischfauna.
einmal ausgeflogen. Ihre Kredittätigkeit gegen den Mittelstand in Deutschland reduzieren. Dies ist nicht die Absicht, die wir mit diesen Förderleistungen verbinden. Es geht auch um die Frage, ob bei dieser Gelegenheit nicht das in Gang gesetzt wird, was bisher jedenfalls für die Bankenaufsicht in Deutschland definitiv nicht möglich war. Und zwar weil bisher der Kreditsektor der Bankenaufsicht dies verweigert hat, übrigens auch auf der Grundlage von manchen gesetzlichen Initiativen aus diesem Haus, die anschließend von den interessierten Verbänden eben doch so attackiert wurden, dass sie anschließend nicht zur Beschlusslage gekommen sind. Und darunter verbindet sich unter anderem eine Zuständigkeit, die der deutschen Bankenaufsicht verweigert worden ist, nämlich die Überprüfung von Geschäftsmodellen. Und manche Kritik, die sie äußern, an die Bankenaufsicht richtet sich, wie ich glaube, auf das falsche Objekt. Leider hat die Bankenaufsicht bisher nicht die Zuständigkeit, Geschäftsmodelle zu überprüfen. Und die entscheidende Frage ist, ob bei dieser Gelegenheit, wenn Unternehmen, wenn Finanzdienstleister diese Abstimmung in Anspruch nehmen, dabei gleichzeitig dasjenige Institut, das das Sondervermögen verwalten soll, das gleichzeitig ein Teil der Bankenaufsicht ist, auch in den Stand versetzt wird, Geschäftsmodelle zu überprüfen. Es geht um mehr als das. Es geht um weitere Bedingungen, die sich darauf erstrecken, dass zum Beispiel ein Verbot von Abfindungen, von Bonuszahlungen und auch von Dividendenausschüttungen sich mit dieser Leistung des Staates verbinden. Ich will aus jetzt den rechtlichen Gründen bei dieser Gelegenheit kein Datum aufkommen lassen. Das Verbot von Dividendenausschüttung muss sich damit verbinden, dass es über die Spielräume, die die Dividendenausschüttung sonst hergeben, es zu einer Verstärkung der Eigenkapitalbasis der Unternehmen kommt. Das ist ein entscheidender Punkt. Ich will, meine Damen und Herren, im Einzelnen nicht die Maßnahmen erneut auflisten, sondern darauf hinweisen, dass wir es im Wesentlichen mit 4 entscheidenden Aktivitäten zu tun haben. Und Herr Westerwelle hat recht. Am Anfang steht außerhalb dieses Paketes auch das Thema von Bilanzierungsregelungen, die nicht prozyklisch wirken und die die Unternehmen in der derzeitigen Situation eben noch weiter unter Wasser ziehen als bisher. Wir sind mit Blick auf dieses Thema, das erstreckt sich auf den Aspekt der Bewertungsmethoden und es erstreckt sich darauf, dass man zu einer größeren Flexibilisierung der Bilanzierung zwischen dem Bankenbuch und dem Handelsbuch kommen muss, auf einem sehr guten Weg. Und ich glaube, wir werden Ende dieser Woche konstatieren können, dass auch in internationaler Abstimmung die deutschen Kreditinstitute und darüber hinaus übrigens auch einige in der Realwirtschaft, die Derivate auf ihren Bilanzen haben, in den Stand gesetzt werden, in dieser erweiterten Interpretation von Bilanzierungsregelungen auch das 3. Quartal bilanzieren zu können, was von einer enormen Bedeutung ist. Häufig unterschätzt, weil es sehr technokratisch anmutet. Ich gebe Ihnen da völlig recht, aber auch in den Gesprächen, die wir geführt haben seitens der Bundesregierung mit vielen Vertretern sowohl der Realwirtschaft wie der Kreditwirtschaft von einer außerordentlichen Bedeutung. Der erste Punkt im Rahmen dieses Paketes, untechnisch und ich hoffe verständlich und umgangssprachlich dargestellt, ist die Beseitigung einer Liquiditätsenge. Wir haben es im Augenblick damit zu tun, dass der Bankensektor sich untereinander nicht mehr vertraut. Diejenigen, die Gehst. Ja, Frau Dauer, ob man zu dir Frau Dauer sagen soll, wie gesagt, man weiß nicht, ob der Robbie Williams wirklich Robbie Williams heißt oder ob Steve Ashhole aus Yorkshire heißt. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, ob du jetzt Efik Reiner heißt oder Frau Dauer. Wie gesagt, nur Leute ohne Abitur dürfen zu der EFI sagen. Und zur Frau Hopfenle dürfen auch nur Kanaken Lola sagen. Mutter, ich habe nichts dagegen, wenn du deine Rechnungen sammelst und einreichst und so mit für die reparierten Autos ein bisschen einiges Geld erwerbst.
der dich von dem Geld dann also quasi mehr oder weniger ernährst. Aber und ich habe auch nichts dagegen, wenn dann von ein paar unreparierten Autos ein paar reparierte Autos durch die Gegend fahren. Aber gegen alles andere habe ich was dagegen. Insbesondere wenn du globalen Aufwand treibst, bloß damit ein gewisser Herr Niemand und ein Fräulein sowieso wieder ein kleines Doktorspielchen vollziehen können. Ja, wie gesagt, gestern musste Herr Marienblatt sagen, als vor 2000 Jahren eine römische Note in die Isar geschissen hat, und ihre Freier darum versammelt, ihre Alten, und sich der Mönche genannt. Und der München gegründet. Jetzt wurde dann gestern auch noch, deswegen, vor lauter Ärger der Münchner, stach aus meinem Fahrrad geschmissen. Ja, wie gesagt, der Begriff des Eigentums, als ich vorhin an meinem Griechen vorbeigehe, musste ich sagen, der Grieche als solcher pocht auf seine Schafe, er hält sie für sein Eigentum, deswegen esse ich so gerne Schafschnitzel. Ja, im Atriumhaus wird jeder öffentlich gefragt, wie es einem geht. Habe ich ja gestern gesagt, das Atriumhaus. Andererseits forderte das dreckige Schwein Trichet in Brüssel von der EZB. Dieses dreckige Schwein fordert für die Türkei ein Stabilitätskriterium zum EU-Beitritt. Und das wird nur noch übertroffen von dem dreckigen Schwein Obama, der dir dann gleich noch das Telefon sperrt. Ja, wie gesagt, der frisch gebackene Obama hat ja angeblich Jura studiert, irgendwie amerikanische Verfassung. Er hätte vielleicht noch deutsches Grundgesetz studieren sollen im Nebenfach. Hat er wahrscheinlich geschwänzt. Deutsches Grundgesetz Artikel 1 bis Artikel 298 inklusive Leitartikel von der Süddeutschen Zeitung. There's not really anybody out there that I sort of all look up to in Oldham. I mean, I think they all look up to me. Welcome back to FullTiltPoker.com's presentation of the Aussie Millions Cash Game Invitational. I'm Barry Tompkins, along with noted poker author Michael Koenig. We continue session 2 of our Cash Game Invitational. Well, Michael, there's a lot of great players at this table, but there's the ominous presence of Phil Ivey, arguably the best player in the game. And one of the reasons people believe this is because he's so well-rounded. We've done numerous tournaments together where he's won the tournament, but tournaments are really just a sideline for Phil Ivey. He is a cash game player. In fact, in Las Vegas, he plays in the very biggest game with Doyle Brunson and Chip Reese. This is not new territory for him. He enjoys the high stakes, and indeed, he is fearless.
This is our chance to see Phil Ivey doing what he does best. Let's sit back and watch. Well, the blinds continue to be 300 and 600, and there is a $100 ante. Lissandro, ace-6 suited. He makes the call. Ivey, pair of threes, he'll call. Lindgren with a jack-10. Limping in here. Antonius, queen-jack, he'll check in the big blind. So 4 players to the flop. 5, 9, 8 on the flop. And 2 hands in a row, Eric Lindgren has flopped an open-ended straight draw. 2,000 to bet on the little pair for Ivey. Lindgren makes the call. Ivey does have the best hand at this point, but Lindgren has terrific drawing possibilities. Antonius 2 overcards and a gut shot straight draw. Call from Antonius. Lissandro may think he's got great odds here, but he really doesn't have anything to work with. He's out. A deuce on the turn. Ivey still with the best hand with a little pocket trays. Let's see if he has the will to take another stab at this pot. Takes a lot of courage with all those overcards. No, he checks, and so does Lindgren. Oh, Patrick Antonius has made the nuts straight, and that's a terrible card for Lindgren. He's made top pair. 8,000 is the bet. And I think that's cheap enough that Antonius rates to get paid off by Eric Lindgren. I don't see how Ivey can play here. He's out, but Lindgren, I mean, he made his card on the end. He hit top pair, and it's very difficult for him to give Antonius a queen-jack there. I really like Antonius's manner at the table. Inscrutable. Yeah, and a lot of Phil Ivey in him. Lindgren makes the call. Right. Antonius makes his hand and gets paid off. I was going for the exacta, that's what I would have guessed. It's good against you with that hand, Eric. Well, that's right. He's been good most all the night, and it's play like that that's helped build his reputation as one of the game's elite players. I'm Patrick Antonius, and I'm originally from Finland. The gambling has been a long time in my blood. We started to play cards when I was like 12. Eventually, I found that they play poker in a casino, and the rest is history. He's fearless, he's relaxed, he's totally dangerous. He just really focuses on the game with a passion that a lot of people, including myself, we go through times where you just don't try as hard at poker. It always looks like he's trying harder than you. His record kind of speaks for itself. He's made plenty of final tables. He's had some big wins. I mean, he's really tough. He comes up with some great reads. I played with him a number of times on the internet. I think he's played really, really well. He understands the game, especially in No Limit Hold'em. He's really, really tough. I think he's very similar to Phil. A lot of moves and very solid. I think he'll turn into a great player. I think he's already there. Finland has given us Formula One racers, cross-country skiers, and now poker phenoms. A couple of biathletes and ski jumpers. Antonius is actually a former tennis pro. Looks like a tennis player. Well, that's an ace-jack for Chris Ferguson, who hasn't had much to play with lately. Raised to 2,000. Kagawa gets out of the way. John Jawanda, pocket eights. He'll certainly want to play. The question is, raise or call? This is right in the middle. Yeah, he does call. Oh, Antonius. Big hand behind, and he just calls. A lot of players would have raised there. Antonius disguising the strength of his hand. And now Phil Ivey going to look hard at that ace-5. And Barry, I think Ivey could sense all this calling means weakness from his opponents, and he might want to make a move, or he'll get the discount. Yeah, from the big blind, he only has to put in another 1,400. So 4 players now to the flop. 6, 7, 10 on the flop. And although John Jawanda has picked up a gut shot straight draw, Patrick Antonius's overpair, the queens, is still the best hand. Jawanda bets 8,000. That pair of eights. Now,
Larry, a multi-way pot like this, I think Antonius might want to thin the field with the raise. No, he just calls. Phil Ivy's got to be thinking, I'm not in great shape here. And he throws it away. And he's right. And Ferguson has merely 2 overcards. Antonius's play there is pretty tricky. It's very hard to give him a hand like queens right now. A 4 on the turn. And that gives Jawanda a double gutter, a 5 or a 9 for the straight. He checks. Well, with a possible flush and straight out there now, I don't think Antonius wants to give any more free cards. He doesn't know that Jawanda merely has an underpair to his queens. And so he's not going to, yeah, he's reaching for chips. That river is not going to come cheap. 18,000 is what he bet. John Jawanda has to decide, is Patrick Antonius making a move on this pot with a draw of his own? And he decides the man is for real. And again,
27.08.08.
Also wenn einer sagt, wenn ich noch einen Mucks von dem Juden höre, dann da muss ich natürlich Kriminalpolizei was überlegen. Das ist nur noch zu toppen von einem Typen, der sagt, PKK ist für mich eine Kinderkrabbelstube. Das war 1.9.08.
Das war 10.08.08. Ich habe heute die E4 bei ihrem E+, eine E+-Mailbox mal aufgeklärt, wenn einer der 2000, wenn einer Vertragsangebot bekommt, 2000 Lateinvokabeln zu lernen und 200 Physikformeln auswendig zu lernen, dann bekommt er einen Doktortitel. Und wenn andererseits einer einen Bausparvertrag abschließt und 10 Jahre in die Arbeit geht, also genauso lang, dann bekommt er Eigenheim. Scheiß es bloß, wenn einen so ein Scheiß wie der Sabel dann wieder rausschmeißt.
Ja, noch ein Anruf bei E+, beim Handy um 11:30 am Mittwoch spielt die ARD ein Liebe, die durch die Traube geht. Da präsentieren sie wieder ihren Alkoholvorrat, öffentlich-rechtlich. Ich sage, das hat mit öffentlich-rechtlich nichts mehr zu tun, das ist öffentlich-unrechtlich. Das sind Kriminelle, das war die Bank durch. Wie gesagt, ich war selber bei der ARD schon drin, mehrmals. Sie haben natürlich furchtbare Angst vor einem Bombenanschlag, furchtbare. Ja, es steht ausdrücklich in der amerikanischen Verfassung, dass man nicht die halbe Welt in die Luft sprengen darf, bloß um sich ein- oder zweimal fortzupflanzen. Wie Sabe. Ja, heute in der Staatsbibliothek hat wieder einer der Aufseher guten Abend gesagt. Das ist der Höhepunkt seines Lebens, wenn er einen ärgern kann, ohne strafrechtlich belangt zu werden. Das ist der Abschaum der Menschheit.